Ich teste für euch 2 Rennsitze der Einsteigerklasse, rund um 300 Euro. Im ersten Teil kümmern wir uns um den OMP TAS E-Seat. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ich habe den OMP-Sitz selbst gekauft, da ihr euch Reviews von erschwinglicheren Sitzen in meinem Kanal gewünscht habt. Unterstützt wurde ich dabei mit den Spenden via PayPal und von meinen treuen Patreons. Vielen Dank dafür. Klarerweise gibt es keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Modell OMP TAS EXL ist ab unter 300 Euro bei diversen Resellern erhältlich. Laufschienen und Sitzkonsolen müssen wie immer separat budgetiert werden. Es gibt von diesem Modell 3 unterschiedliche Größen, von TAS EXS über TAS E bis hin zum TAS EXL. Und eben diese XL-Variante, die teste ich heute für euch. Kapitel Nummer 2: Die technischen Daten. Der Sitz ist FIA homologiert und somit in echten Rennfahrzeugen bzw. Rennklassen verwendbar. Bei Rennsitzen in der unter 300 Euro Preisklasse kommt meistens kein Fiberglas für die Sitzschale zum Einsatz. Bei dem OMP handelt es sich um eine Stahlrohrrahmenkonstruktion, die dann entsprechend überzogen und aufgepolstert wird. Der Sitz bringt die üblichen 5 Durchführungen für den Gurteinsatz mit und wiegt 12,3 Kilogramm. Sämtliche Gurtdurchführungen und genormte Befestigungspunkte sind wie bei den gängigen 4 homologierten Sitzen ausgeführt. Der Sitz ist 950 mm hoch und 520 mm tief. Die weiteren Maße könnt ihr aus der Tabelle entnehmen. Um für euch die genauen Maße inklusive Aufpolsterung zu ermitteln, habe ich den Sitz genauestens vermessen. Die Sitzbreite innenseitig beträgt durchgehend 380 mm. Diese Breite setzt sich entlang des Falzes auch über die Rückenlehne fort. Innenseitig gemessen beträgt die Höhe der Lehne 890 mm und die innenseitige Tiefe bis zum Sitzrand nach vorne 480 mm. Der Außenabstand meiner Sitzkonsolen für die Befestigung beträgt ungefähr 460 mm und beidseitig sind je 2 M8 Gewindebohrungen für die Montage vorgesehen. Eine unterseitige Montagemöglichkeit bietet der OMP-Sitz nicht. So geht's weiter mit Kapitel Nummer 3, die Optik und Materialauswahl. Der OMP ist mit einem schwarzen Velourstoff überzogen und in der Mitte ist das OMP-Logo auf einer Kunstleder-Applikation angebracht. Darunter ist der TAS-E-Schriftzug eingenäht. Die Sitzauflage weist ein OMP-Branding in weiß auf und linksseitig in Sitzrichtung ist der Homologationsaufkleber angebracht. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich im Innenleben um eine Metallrohrkonstruktion. Darum sind diese Sitze in dieser Bauart etwa doppelt so schwer wie die höherpreisigen Fiberglaskonstruktionen. Kapitel Nummer 4: Die Verarbeitung und Haptik. Der OMP ist gut verarbeitet und sauber bespannt. Es sind keine merkbaren Falten erkennbar und im Betrieb ist der Sitz absolut knarzfrei. Die Gewinde sind passgenau gefertigt und so kommen wir schon zum nächsten Kapitel, Kapitel Nummer 5, Ergonomie und das Sitzgefühl. Vor jedem Sitzkauf solltet ihr die Abmessungen genauestens studieren, da ein Probesitzen in den seltensten Fällen möglich ist. Mein Feedback bezieht sich klarerweise auf meine Körpermasse von knapp 1,90 Meter Größe und rund um 90 Kilogramm Körpergewicht. Der OMP in der XL-Version bietet großzügige Platzverhältnisse. Ich sitze nicht eingekeilt und habe rund um die Hüfte noch einiges an Spielraum. Ebenso bleibt der Schultergürtel frei beweglich und ihr habt mit diesem Sitz ein sehr luftiges Sitzgefühl. Der Sitzkomfort ist eher weich und gut gepolstert angelegt. Die Schenkelauflage ist mit Klett angebracht und trägt zwar dick auf, ist aber ebenso gut gepolstert und drückt nicht auf die Oberschenkel. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 6, die Montage. Ich hänge euch hier live einige Szenen mit rein, damit ihr seht, wie dies vonstatten geht, wie ihr eine Sitzkonsole, eine Laufschiene an einem Rig anbringt. Viel Spaß damit. Wenn ihr eure Sitze seitlich aufnehmen wollt, dann benötigt ihr immer diese Sitzkonsolen, diese Side Brackets. Das sind solche gebogenen Winkeln, die gibt's in unterschiedlichen Ausführungen. Dick, dünn, zu Preisen ab 40 Euro aufwärts. Da könnt ihr auch 200-300 Euro dafür ausgeben, je nach Budget. Zusätzlich empfehle ich immer die Sitzschienen oder Laufschienen genannt. Das sind diese Dinger, die ihr unterseitig der Sitzkonsolen montiert und direkt mit dem Rig verschraubt. Diese Laufschienen, die kennt ihr auch von eurem Auto und damit könnt ihr den Sitz klarerweise sliden. Ihr zieht diesen Hebel und könnt diese komplette Konstruktion über eben diese Sitzschienen nach hinten, nach vorne verstellen, wie euch dies passt. Hinsichtlich der Montage empfehle ich immer zuerst, die Laufschienen mit den Sitzkonsolen zu verschrauben. Ihr benötigt Inbusschrauben, die ihr hier unterseitig einfädelt und dann
eben die Sitzkonsole mit der Laufschiene verbindet. Es macht auf jeden Fall Sinn, diese dann mit entsprechenden Sicherheitsmuttern zu befestigen, dass hier alles schön stabil an Ort und Position bleibt. Im nächsten Schritt verschiebt ihr dann eure Laufschienen so weit, dass ihr hier Platz habt, um zu der Laufschienenbefestigung dazu zu kommen. Verwendet auch hier wieder Inbusschrauben, die ihr oberseitig mit dem Rig von unten dann mit der Mutter verschraubt. Ihr habt bei den üblichen Rigs diverse Lochbilder, meistens sind dies Langlöcher, und könnt so eure Breite zwischen den Sitzkonsolen entsprechend eures Sitzes anpassen. Dieses Ding hier, der Bügel, der Verstellungsbügel genannt, den bekommt ihr immer mit den Laufschienen oder Sitzschienen mitgeliefert. Dieser wird mit so kleinen Löchern hier eingefädelt. Ihr müsst euch diesen etwas zurechtbiegen. Und ihr seht hier diese kleinen Löcher, die eben dann in zwei so Zapfen je links und rechts einrasten. Biegt euch den etwas zurecht, je nachdem wie weit eure Sitzschienen auseinander angebracht sind. Ihr müsst diesen bei Bedarf etwas verbiegen, zurechtbiegen, dass dieser dann schön in diesen Aufnahmezapfen hier einrastet. Und dann mit etwas Kraft schnappt ihr dieses Ding, bringt dies in Position. Und vor der Kamera immer etwas schwierig. Aber jetzt rastet dieses Ding ein und ihr könnt so ganz komfortabel hier über diesen Federmechanismus die Sitzschienenmechanik auslösen und könnt diese frei und relativ einfach dann bewegen. Habt ihr dies alles zusammengeschraubt, in Position gebracht, ein Maß genommen für eure entsprechende Sitzbreite, dann fädelt diesen Sitz vorsichtig ein und verschraubt diesen dann entsprechend der Lochbilder. Hier gehst du nach deinen Präferenzen. Willst du einen etwas zurückgeneigten Sitz, dann wähle beispielsweise hier das untere Lochbild für die eine Befestigung und da im oberen Bereich eine etwas höhere Befestigung, damit du etwas schräg nach hinten geneigt sitzen kannst. Und ein weiterer Tipp, den ich euch immer gebe, ist, wenn ihr Fiberglas-Sitzschalenkonstruktionen zu mehreren 100 €, ein weiterer Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, wenn du Fiberglas-Sitzschalenkonstruktionen hier einfädelst zwischen den Sitzkonsolen, dann geh vorsichtig damit um. Diese Dinger kosten ein paar 100 € und sind sehr kratzeranfällig. Fädel diese vorsichtig ein und zur Hilfe eventuell hier einen Holzbalken unterlegen, um diese sauber und vorsichtig einfädeln zu können. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 7, der Rennstreckentest. Der OMP TRS EXL fühlt sich sehr offen an. Ihr habt damit nicht das Gefühl, in einem Rennwagen eingekeilt zu sein. Im Schulterbereich gibt's reichlich Bewegungsspielraum. Bei Dirt Rally zum Beispiel mit Haarschaltung und Kurbeln am Lenkrad gibt es keine Einschränkungen im Schultergürtelbereich. Der Seitenhalt über den unteren Rücken und Gesäß ist im Prinzip nicht vorhanden, wenn du von den Körperdimensionen ähnlich aufgebaut bist wie ich. Hier wird das Gefühl, in einem Rennsitz Platz zu nehmen, eher angedeutet, als dies der Wirklichkeit entspricht. Die Wärmeentwicklung ist dank der offenen Bauweise kein Problem. Und beim Bremsdruck ist eine gute Polsterung der Wirbelsäule über den Sitz spürbar. Durch die oben offene Bauweise geht das in einem Rig verkeilte Gefühl etwas verloren. Und die Bewegungsfreiheit des Kopfes bei VR-Nutzung ist zu 100% gegeben und egal welches VR-Headset ihr verwendet, nicht eingeschränkt. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 8, das Fazit und die Kaufempfehlung. Auf den Punkt gebracht bekommt ihr mit dem OMP TRS ein Komplettpaket zum fairen Preis. Seid ihr auf der Suche nach einem sehr komfortablen Sitz, dann macht der OMP einen guten Job. Lass aber die Finger von diesem Modell, wenn du das eingekeilte, knackige Rennsport-Feeling für zu Hause simulieren möchtest. Hier musst du dann auf jeden Fall zu anderen Modellen greifen. Vergiss bei der Sitzanschaffung nicht, die Folgekosten zu budgetieren. Eine Sitzkonsole ist bei diesem Sitz Pflicht, da du unterseitig keine Montagemöglichkeiten hast. Und ich rate immer optional eben Sitzkonsolen und Sitzschienen zu verbauen. Bevor wir zum Ausblick kommen, seid nun ihr am Zug. Loggt euch bitte ein und sagt mir, was ihr von diesem Modell haltet und ob euch dieses Review gefallen hat. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 9, ein spannender Ausblick. Im nächsten Teil teste ich für euch den Cobra Monaco Pro Sitz, der sich ebenso in einer erschwinglichen Preisklasse bewegt. Weiters bemühe ich mich, dass ich meine Cube Controls Lenkradserie fortsetzen kann. Ihr wart vom Cube Controls Formula Sport Review sehr begeistert und ich denke, dass ich deshalb auch bei sehr hochpreisigen Lenkrädern dranbleiben werde. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Kommentare, mit denen ihr bei Ron Reviewed für die Weiterentwicklung beiträgt. Vergiss den Like nicht und über ein Abo würde ich mich klarerweise freuen. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße von eurem Ron.